In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der internationalen Reichweite der solidarischen Ökonomie und schauen uns an, welche Formen gibt es in Lateinamerika, Asien, Afrika, welche Hintergründe finden sich da zur solidarischen Ökonomie und was ist auch dabei interessant für ein Lernen in diesem Sektor, was davon ist übertragbar, wo können wir Anregungen gewinnen. Für Sie die Lernziele, dass Sie die internationale Dimension solidarischen Wirtschaftens einschätzen können, kennenlernen können und dass Sie auch länderspezifische Ausprägungen verstehen können. Von Brasilien war jetzt schon des Öfteren die Rede, einfach dadurch, dass Brasilien sehr, sehr stark fortgeschritten ist in der Ausbildung von Strukturen, von Unterstützungsstrukturen, aber auch nicht nur das, sondern am Anfang stand natürlich die soziale Bewegung. Das kann man auch nicht häufig genug betonen, dass der solidarische Wirtschaftssektor von seinem Ursprung her, wie er auch in der Ursprungsgeschichte der Genossenschaftsgründungen klar ist, dass sie immer mit sozialen Bewegungen und politischen Auseinandersetzungen sehr, sehr stark verknüpft sind. So ist es auch in Brasilien gewesen. Also zuerst waren eben nicht die Institutionen, sondern zuerst war die Bewegung der solidarischen Ökonomie, das Forum der solidarischen Ökonomie, ein Zusammenschluss von brasilienweit von sämtlichen Initiativen, die in diesem Gebiet tätig sind und waren. Und in der Ursprungsgeschichte, also in der Gründungsphase, war dies sehr stark initiiert von der Caritas und auch anderen katholischen Organisationen, die einfach in Brasilien sehr lange schon verschiedene soziale Bewegungen unterstützt hatten, die Landbesetzungen oder auch die Obdachlosen. Und aus der katholischen Soziallehre her und der katholischen Befreiungstheologie her sind im Grunde auch diese Formen des solidarischen Wirtschaftens immer wieder hervorgegangen. Also das Forum stand am Anfang, eine selbst initiierte Struktur, Vernetzungsstruktur, die sich die Bewegung dann gegeben hat. Und dieses Forum hat dann über die Jahre hinweg immer mehr sich professionalisiert, hat auch ganz klar politischen Druck aufgebaut und konnte dann so auch Einfluss nehmen, insoweit, dass in der Regierung, in der linksgerichteten Regierung, damals ein Staatssekretariat für solidarische Ökonomie eingerichtet werden konnte. Am Anfang der Bewegung waren auch die Betriebsübernahmen sehr, sehr wichtig. Also insbesondere Anfang der 90er Jahre gab es in Brasilien massenhaft Insolvenzen, insbesondere von größeren Firmen, die Produkte für den Weltmarkt herstellten. Es gab dort eine Phase des starken Preisverfalls für die typischen brasilianischen Produkte, unter anderem Zucker oder auch Kaffee. Und das führte dann dazu zu sehr vielen Insolvenzen, sodass also im brasilianischen Bereich der solidarischen Ökonomie der Bereich der Belegschaftsübernahmen, der Betriebe in Belegschaftshand, wir hatten ja auch schon davon gesprochen, hier in Deutschland gab es das ja auch teilweise, in Brasilien sehr, sehr stark verbreitet war und ist. Also da ging es dann oder geht es darum, natürlich Arbeitsplätze zu sichern, betriebliche Mitbestimmung zu etablieren und auch dann die Unternehmen darin auszurichten, dass sie insgesamt sich auf Nachhaltigkeit ausrichten. Ein
sehr bekannt gewordenes Beispiel ist die Usina Catende im Nordosten Brasiliens, eine Zuckerrohrfabrik mit mehreren tausend Beschäftigten, die auch betroffen war von dem Preisverfall des Zuckers auf dem internationalen Markt und dann letztendlich von Schließung bedroht war. Und die Zuckerrohrfabrik war aber für dieses Gebiet dort auch so fundamental wichtig für die Wirtschaftskreisläufe, also einfach für Arbeitsplätze, weil es in der Gegend keine anderen gibt, dass dort sich eine starke Bewegung zusammengefunden hat, die Arbeiterinnen und Arbeiter darin unterstützt hat, dieses Betriebsgelände auch und die Fabrik zu übernehmen in Selbstverwaltung. Und man kann schon sagen, das ist ziemlich einzigartig gelaufen, weil letztendlich viele Sektoren der Gesellschaft dort mitgeholfen haben. Der brasilianische Staat hat Bürgschaften zur Verfügung gestellt, um das Gelände zu erwerben. Und sämtliche Nichtregierungsorganisationen haben sich beteiligt an der Umstrukturierung. Sehr viel ist auch von den Kirchen, von den Landpastoralen eingeflossen an Energie, die diese Prozesse begleitet haben, die beispielsweise Arbeiterinnen und Arbeiter alphabetisiert haben, weil die Rate der Analphabeten ist in der Region noch relativ hoch. Das heißt, in dem Moment, wo die Arbeiterinnen zu Eigentümerinnen wurden, der Fabrik, wurde dann auch alphabetisiert, geschult, unterrichtet, qualifiziert, letztendlich die Basis überhaupt für die Mitbestimmung gelegt. Und in einem Riesenkraftakt ist das auch wirklich gelungen, diese Fabrik zu erhalten. Und was dann noch sehr positiv auch dazugekommen ist, war die Weiterentwicklung oder die Ausstrahlung auf die gesamte Region. Und zwar in der Form, dass man darauf hingearbeitet hat, die Selbstversorgungslandwirtschaft dort wieder einzupflanzen, mehr oder weniger die ursprüngliche Subsistenzwirtschaft der Kleinbauern, die nämlich durch die Ausprägung des Zuckerrohrmonopols in der Gegend, also wenn man dort durchfährt, sind da kilometerweise, sieht man nichts anderes als Zuckerrohr, also die große Monokulturen. Und das ist von Catende ausgegangen, dass man zurückgefunden hat zu einer kleinbäuerlichen Struktur, in der auch die Arbeiterinnen und Arbeiter noch so viel Land haben, dass sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen können, also Tiere halten können in einem Umfang, wie sie es zu ihrer eigenen Subsistenz benötigen. Also insofern noch sozusagen einen Schritt weiter gegangen zu einer nachhaltigen Veränderung auch dieser ganzen Region. Natürlich auch gegen sehr viele Widerstände, mit sehr vielen Problemen verbunden, mit Sicherheit kein Paradies, ja, aber immerhin eine sehr gelungene Umsetzung dessen, was solidarisches Wirtschaften eigentlich auch erreichen möchte, nämlich eine Verbesserung der Lebensqualität der Beteiligten. Also diese Fabrik ist so eine Art Modellprojekt auch geworden in der brasilianischen solidarischen Ökonomie. Es gibt auch sehr viele Untersuchungen zur Usina Catende, kann ich Ihnen auch noch im Literaturanhang Hinweise geben. Ja, zu einer Infrastruktur, das hatten wir auch gesehen bei dem Kapitel Genossenschaften, wo ja auch von Anfang an die Kreditgenossenschaften mit im Boot waren. Das heißt, die Frage, wie wird der Geldfluss der Unternehmen gesichert, ist natürlich auch in Brasilien immer das Thema. Und da gibt es ein weiteres Projekt, was
sehr, sehr außergewöhnlich ist und auch international bekannt geworden ist. Wir hatten schon von dem Segment oder von dem Sektor der Mikrofinanzierung gesprochen, auch von der Ambivalenz dieses Sektors, die mittlerweile erforscht worden ist, also dass eben Mikrokredite sehr häufig nicht nur positive Effekte für die Betroffenen haben, sondern auch sehr negative haben können. Bei der Banco Palmas ist es im Grunde genommen anders gelöst und gibt es diese Gefahr der Versklavung, sage ich mal, der Betroffenen, der Kreditnehmer unter die Kreditlinie nicht, weil die Banco Palmas auch Gemeinschaftseigentum ist. Das heißt, eine selbstverwaltete Bank ist, die zum einen Mikrokredite vergibt, also in der auch bekannten Art und Weise an gründungswillige Einzelunternehmerinnen oder auch Gruppen. Und das ist aber verbunden bei der Banco Palmas mit der Etablierung einer Lokalwährung. Auch nicht Regionalwährung, sondern wirklich Lokalwährung. Die ist auch wiederum, diese beiden Dinge, Mikrokredit plus Lokalwährung, wird ergänzt durch ein normales Bankgeschäft, was die Banco Palmas auch ermöglicht. Das heißt, die Genossinnen und Genossen können dann auch dort einfach ihr ganz normales Konto haben, mit dem sie ihre Rechnungen bezahlen. Das heißt, auch da gibt es eine Integration in die normale Ökonomie, aber eben gleichzeitig diese Lokalwährung, die auch dazu führt, wir hatten das auch schon besprochen bei dem Kapitel über das Waldviertel, die auch dazu dient, dass in dem Gebiet oder an diesem Ort, in der Stadt Palmas eben oder auch in dem näheren Umfeld, entsprechende Wirtschaftskreisläufe wieder revitalisiert werden, die lange Zeit aufgrund von Kapitalmangel einfach brach lagen. Das heißt, es ist dort mithilfe dieser Konstruktion selbstverwaltete Bank, Lokalwährung und Mikrokredite gelingt es wirklich, eine Kreislaufwirtschaft vor Ort anzukurbeln, mit der die extreme Armut zumindest eingegrenzt wird dort vor Ort und auch insgesamt Neugründungen von Unternehmen etc. angeleiert werden. Also Banco Palmas als ein international mittlerweile auch bekanntes Modellprojekt, wie selbstverwaltete Mikrofinanzierung aussehen kann. Es gibt dort noch so die nette Anekdote, dass die Banken ja, also eine Bank braucht ja immer sozusagen eine Bonitätsprüfung und natürlich hat jemand, der arm ist, keine Bonität vorzuweisen, ja, im Sinne einer normal funktionierenden Bank. Und dann sagen die Mitglieder von Banco Palmas, bei uns gibt es ein Instrument, das nennt sich die Nachrede. Ja? Also jemand wird auch eingestuft aufgrund der Nachrede, die dort vor Ort über ihn in Bewegung ist. Und die Nachrede kann sich dann in Kaffeehäusern oder sonst wo ereignen. Also wenn sich eben rumspricht, dass jemand grundsätzlich sein Geld nicht zurückzahlt, wenn man ihm was leiht, dann wird er wahrscheinlich bei der Banco Palmas auch nicht unbedingt einen Mikrokredit bekommen, beziehungsweise unter sehr strengen Auflagen. Also das zeigt nochmal sehr schön diesen Aspekt der persönlichen Bindung, was wir ja schon öfters gesagt haben, die essentiell ist für die solidarische Ökonomie. Wir haben dort nicht den abstrakten Markt, sondern den persönlichen Markt und der bildet sich gerade bei der Banco Palmas auch richtig deutlich ab. Ja, gehen wir mal in ein Nachbarland, nämlich nach Venezuela. Dort gab es unter der Regierung Chavez auch ein groß angelegtes Programm zur Förderung der Kooperativen, teilweise auch in Kooperation mit
Brasilien, wobei auch das heutzutage diese Phase abgeschlossen ist. Aber nichtsdestotrotz halten sich dort bestimmte, auch schon sehr lange am Markt sich befindende Einrichtungen. Eine davon ist eben die des kooperativen Netzwerk Secosessola, gegründet 1967 schon. Ein Netzwerk von rund 50 kooperativen und Basisorganisationen, die circa 20.000 Mitglieder haben, bei denen es auch dort Angestellte oder arbeitende Mitglieder gibt, die als Lohn einen Vorschuss erhalten auf das zu erwartende Gesamtergebnis, also keinen festgelegten Lohn erhalten. Regel der Kooperative ist auch, oder der Kooperativen, der Beteiligten ist auch, dass es keine Differenzen gibt zwischen Managergehältern und Angestelltengehältern und dass sämtliche Zwischenhändler entfallen. Das heißt auch wieder, diese Kreisläufe letztendlich umgangen werden, bei denen zusätzliche Kosten anfallen, die dann dem Produzenten vorenthalten werden. Diese Kooperativen bieten vieles an, also auch Kredite, Lebensmittel, Gesundheitsleistungen, unterhalten ein eigenes Krankenhaus, verkaufen ihre Produkte auf Wochenmärkten. Ursprünglich das erste Unternehmen dort war ein Beerdigungsinstitut, was auch sich als Kooperative gegründet hat, was es auch noch bis heute gibt. Man kann sehr viel über Secosessola nachlesen und auch filmisch sich ansehen. Vielleicht nur der eine Aspekt jetzt hier an dieser Stelle, der auch immer wieder hervorgehoben wird von Menschen, die das Projekt besuchen. Das ist die Entscheidungsfindung. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema, wie wird denn Demokratie dort wirklich vor Ort gelebt? Und da ist es wirklich so, dass die Teilnahme an Versammlungen wirklich verpflichtend ist für alle. Also dass sie circa auf 3.000 Plena pro Jahr kommen. Das macht ungefähr so 10 Versammlungen am Tag, wo es auch erwartet wird, dass die Mitglieder daran teilnehmen. Wenn Sie jetzt mal so denken an Ihre Erfahrungen, die Sie haben mit Plenumssitzungen oder auch mit Plenumssitzungen mit richtig vielen Menschen, also mit 100 Menschen oder mit 200 Menschen, dann werden Sie wahrscheinlich denken, oh Gott, das ist ja nur anstrengend und wahrscheinlich können die sich nie auf irgendwas einigen. Aber denken wir nochmal an das, was wir auch schon gesagt hatten zum Thema Kooperation und Gehirnforschung. Also es gibt dort einhellig immer wieder die Aussagen, dass dort etwas am Werk sein muss, was man so als kollektives Gehirn bezeichnen kann. Also dass es quasi wundersame Entwicklungen und Entscheidungsfindungsprozesse dort gibt, die eigentlich so rational gar nicht nachvollziehbar erscheinen. Also es gibt immer wieder Beobachterinnen, die auch dorthin fahren und dann ihre Auswertungen schreiben und dann regelmäßig sagen, also irgendwie ist es zumindest für Europäer überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das überhaupt funktioniert, weil man sieht nur, dass dort stundenlang gestritten wird, dass es irgendwie keine Einigung gibt und so weiter. Und am Ende kommt dann plötzlich eine Einigung und niemand weiß genau, woher sie kommt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen, finde ich. Und man kann auch das zurückführen oder in Verbindung bringen mit bestimmten indigenen Traditionen, weil die lokalen Indigenen haben dort auch das Prinzip, dass sie alle die Gemeinschaft betreffenden Entscheidungen im Konsens treffen. Ja? Also das ist ein dort vorhandenes, uraltes Prinzip, was auch tradiert ist.
Also man kann sozusagen sagen, es ist eine eigene Kultur, die sich dort etabliert hat und die wahrscheinlich auch dafür zuständig ist, dass sich Secos de Sola so lange am Markt hält, weil, wie Sie ja auch alle wissen, ist das Land aktuell von sehr und auch schon seit einiger Zeit von sehr starken Krisen betroffen, die natürlich auch diese Kooperative dann betreffen, also tagelanger Stromausfall, Zusammenbrechen der Infrastruktur und so weiter. Aber dieses Kollektiv hält letztendlich auch diesen Krisenstand auf eine merkwürdige, wundersame Weise, die man wahrscheinlich nur mit dem Begriff Vertrauen erklären kann. Also weil einfach dort das ein gewachsenes Gebilde ist, wo es eine Ökonomie des Bedarfs gibt und des gegenseitigen Vertrauens. Ja, und Secos de Sola ist auch wirklich international sehr bekannt und unterhält auch an der dort ansässigen, in der Region ansässigen Universität einen Lehrstuhl für Kooperativwesen, also ist auch damit beschäftigt, die eigenen Erfahrungen zu reflektieren und auch auszuwerten und anderen zugänglich zu machen. Ja, noch ein anderes Beispiel ist die über einige Kontinente hinweg funktionierende Erzeuger-Verbraucher-Kooperative Just Change. Hier geht es darum, dass dort die Produkte von der indigenen Minderheit Indiens, den Adivasis, die sehr, sehr stark benachteiligt werden von der indischen Politik, die aber eigene Produkte anbauen, also in der Regel Tee und Lebensmittel, dass die sozusagen in dieser Kooperative vermarktet werden, auch über Grenzen hinweg, also international vermarktet werden. Also es ist eine transnationale Erzeuger-Verbraucher-Kooperative, die sich deren Geschäftszweck der faire Handel von Produkten ist, die aus kooperativen Wirtschaften indigener Gruppen produziert werden. Da gibt es auch natürlich in Lateinamerika gibt es ähnliche wirtschaftliche Zusammenhänge, weil auch dort natürlich die Indigenen darauf angewiesen sind, sich in den Wirtschaftskreislauf in irgendeiner Weise einzubringen. Das ist ein bisschen vergleichbar den Fairtrade-Produkten, allerdings hier wirklich fokussiert auf die Gemeinschaften, die kooperative Wirtschaftsformen unterhalten. Etwas vergleichbar in Brasilien wären beispielsweise der Vertrieb der Produkte der Landlosenbewegung, die auch teilweise in Kooperativen Produkte anbauen, wobei die Landlosen dann wieder keine Indigenen sind. Also hier etwas sehr Spezielles, was letztendlich der Verbesserung der Lebensbedingungen der indigenen Kollektive dient. Ja, wenn wir schon bei den Kontinenten sind, dann kann man auch sagen, auch in Nordamerika gibt es eine ausgeprägte solidarische Ökonomie, davon in den USA gekoppelt an die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre und auch im Zusammenhang der Deindustrialisierung in den 70er Jahren entstanden, wo es also beispielsweise in der Gegend um Chicago dann sehr viel Massenarbeitslosigkeit gegeben hat. Zu dem Zeitpunkt haben sich dann auch Community Development Corporates entwickelt, beispielsweise Banken oder auch Betriebe in Belegschaftshand oder neu gegründete Genossenschaften. Sie sind nicht so bekannt wie natürlich
jetzt Projekte aus Lateinamerika. Aber sie sind dort auch ein realer Wirtschaftsfaktor, ebenso wie in Kanada, wo es auch eine starke Bewegung des Community Development gibt, also vergleichbar einem genossenschaftlichen Zusammenschluss mit ca. 7.000 Mitgliedsorganisationen, entstanden in Quebec in den 90er Jahren im Zuge einer Finanzkrise, wo dann über die Social Economy Enterprises in einer Provinz beispielsweise wo 7 Millionen Einwohner leben, 20.000 Arbeitsplätze in 10 Jahren entstanden sind, was auch eine richtige Größe bedeutet und was auch wirklich ein Wirtschaftsfaktor darstellt. Und es gibt auch dort in der Provinz Quebec Gründungszentren für Sozialunternehmen. Ein anderes Beispiel jetzt vom afrikanischen Kontinent ist die Vermarktung von Teff-Mehl. Teff ist ein 5000 Jahre altes äthiopisches Kulturgetreide, was auch dessen Samen auch sehr, sehr speziell ist und letztendlich nur in dieser Region Wachstumsbedingungen hat. Und Teff wird aktuell auch hierzulande verstärkt nachgefragt, weil es glutenfreies Getreide ist und bekanntermaßen ja die glutenfreie Ernährung in Europa auf dem Vormarsch ist. Das heißt, hier gibt es ein niederländisches Unternehmen, was dieses Teff-Mehl fair vermarktet, und zwar nicht durch direktes Bezahlen sozusagen der Abnahmen, sondern für die Nutzung von Teff-Sorten werden dann in dem Fall 30% vom Nettoerlös aus dem Verkauf von zertifizierten Saatgut plus nochmal ein bestimmter Betrag pro Hektar Anbaufläche an die Erzeuger abgetreten. Das heißt, die Erzeugerkooperativen bleiben in Besitz letztendlich auch des Saatgutes, des zertifizierten Saatgutes, was ja auch ein Riesenthema ist. Denken Sie an Monsanto und Co., die großen Konzerne, Agrarkonzerne versuchen ja genau das zu verhindern. Also durch dieses Vermarktungsprinzip können sozusagen die Kooperativen, die Teff anbauen, in Äthiopien weiterhin das eigene Saatgut verwenden und haben auch einen festen Absatzmarkt. Ja, ansonsten ist zum Thema Afrika jetzt im Sinne der solidarischen Ökonomie, wie wir sie kennen, wenig bekannt. Wobei Forscher und Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, im Grunde eine einfache Antwort darauf geben, indem sie sagen, der Großteil der Ökonomie in Afrika ist eine Ökonomie, die außerhalb der Weltökonomie stattfindet. Das heißt, wir sind dort mit der reinen Subsistenzwirtschaft konfrontiert. Das heißt, Subsistenzwirtschaft heißt Selbstversorgungswirtschaft, ökonomische Selbsthilfe, die beispielsweise so aussehen kann, dass sich 2 oder 3 Familien ein Fahrrad kaufen, was sie dann verleihen an andere, die sich fortbewegen möchten, aber selbst kein Fahrrad haben, oder dass sie sich ein Boot kaufen, was sie dann verleihen, oder dass sie mit Schuhputzen Geld verdienen und sich da zu einer Genossenschaft zusammenschließen, dass man beispielsweise gemeinsam Fischzucht oder auch Fischfang betreibt und daraus ein kleines Einkommen erwirtschaftet, damit die Kinder das Schulgeld bezahlen können. Sagen wir mal so, auf der Ebene findet dort überwiegend Subsistenzwirtschaft statt, und
Der Unterschied zu den solidarischen Wirtschaftsunternehmen, wie wir sie bisher gesehen haben, liegt eigentlich darin, dass die Subsistenzökonomie eigentlich auch keine Vorratshaltung betreibt oder auch nicht mehr herstellt, als zum eigenen Bedarf nötig ist. Ja, also es wird auch beispielsweise jetzt an Lebensmitteln nicht mehr angebaut, als die jeweilige Familie dann selbst konsumiert. Ein ganz großer Gegensatz zu dem, was wir in der industrialisierten Landwirtschaft, auch in der Biolandwirtschaft natürlich haben, weil auch dort werden natürlich Massen produziert und wir haben am Ende der Kette dann immer das Riesenthema der Lebensmittelverschwendung, wie man der begegnen kann. Also in der Subsistenzökonomie spielt das Thema keine Rolle, weil einfach alles, was angebaut wird, entweder von den Menschen selbst verzehrt wird oder dann von den Tieren, also dann auch wieder dem eigenen Lebenskreislauf letztendlich zugutekommt. Und die Subsistenzökonomie ist auch eine auf sehr, sehr kleine Einheiten bezogene Ökonomie, nämlich im Grunde kommt zuerst die soziale Gruppe, also die Familie, die Nachbarschaft, dann denkt man vielleicht noch in den Dimensionen einer Region und dann erst denkt man an die Welt oder an den Weltmarkt oder an so etwas wie Austausch von Waren. Im Grunde ist es aber in den lokalen Wirtschaftskreisläufen, die Menschen dort am Überleben sozusagen halten oder die deren Überleben sichern. Im Grunde ist da eine Ökonomie, wie wir sie jetzt hier kennen, nicht mitgedacht. Also die Ökonomie letztendlich des IWF, der Weltbank, der Entwicklungshilfeorganisationen. Es gibt auch viele, die sagen, in Afrika gibt es auch schon so eine ganz klare Abkehr von diesen Institutionen, weil sie einfach schon so oft auch versagt haben, also weil sehr viel Geld natürlich auch immer wieder in einzelne Projekte fließt, von denen dann aber der einzelne Betroffene in der Regel sehr, sehr wenig abbekommt. Das heißt, die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung hat ihre eigene ökonomische Logik und die entzieht sich letztendlich auch sehr vielen, dem Wissensdurst auch beispielsweise von Forscherinnen und Forschern, weil sie eben einfach so da ist. Genau, und sie wird häufig dann bezeichnet einfach als, nicht als Social Solidarity Economy, sondern in dem Fall einfach als People's Economy, das heißt die Ökonomie der Menschen. Ja, so viel mal zum internationalen Blick. Mittlerweile gibt es auch auf UN-Ebene die Organisation, die sich speziell mit der Erforschung der sozialen und solidarischen Ökonomie auseinandersetzt. Also es gibt dort auch einen eigenen Bereich mittlerweile bei der UN. Und ein aktuell laufendes Projekt von dem Research Institute for Social Development, was sich mit dem Potenzial und den Grenzen sozialer und solidarischer Ökonomien auseinandersetzt. Das ist ein weltweites Forschungsprojekt, an dem mehrere hundert Wissenschaftler beteiligt sind, die alle letztendlich auch das Ziel verfolgen, was wir auch schon gesehen haben in den Modellen von Kartierung und Forschung, nämlich diese Form der Ökonomie weltweit sichtbar zu machen, zum einen, und natürlich auch deren Beitrag zur globalen Agenda genau nochmal auszuloten. Und das heißt eben auch, ihre Stärken nochmal darzustellen und ihre Verbreitung zu unterstützen.